Du weinst zu leicht. Das ist kein Zufall. Und es ist nichts, das in Motivationsvideos gelobt werden sollte. Es ist ein Notalarm, den du selbst in dir installiert hast. Freiwillig. Gleich werde ich dir von dem Deal erzählen, den du mit deiner eigenen Psyche geschlossen hast. Und wie dieser Deal dein echtes Leben langsam durch eine sichere Simulation ersetzt. Du wirst bei diesem Video nicht weinen. Du wirst erstarren. Hast du das Muster bemerkt? Die Tränen kommen nicht, wenn es weh tut. Sie kommen, wenn du kurz davor bist, etwas Echtes zu sagen oder zu tun. Du wirst unterbrochen und anstatt darauf zu bestehen, spürst du die verräterische Wärme, die deine Wangen hinunterläuft. Man behandelt dich unfair und deine Wut löst sich, anstatt zu Stärke zu werden, in diesem Salzwasser auf. Du weinst nicht aus Schwäche. Du weinst anstatt Stärke. Deine Psyche hat einen genialen, monströsen Weg gefunden, jede deiner Aggressionen, jeden gesunden Protest, jede Bewegung in Richtung einer Grenze zu neutralisieren. Sie verwandelt sie in eine harmlose Flüssigkeit und leitet sie in das Waschbecken deiner Wangen ab. Denk eine Sekunde nach. Was passiert in deinem Körper eine Sekunde vor diesen Tränen? Ein Krampf in deiner Kehle, ein Druck in deiner Brust. Das ist nicht der Beginn des Weinens, das ist ein unterdrückter Impuls. Der Impuls zu schreien, der Impuls Nein zu sagen, der Impuls endlich zurückzukämpfen. Aber du hast dich so lange vor diesem Impuls gefürchtet, dass dein Nervensystem ein Notventil entwickelt hat. Tränen. Sie lassen den Druck ab. Sie verhindern körperlich, dass du sprichst. Sie drücken buchstäblich auf deine Stimmbänder. Du kannst nicht schreien, wenn du schluchzt. Du kannst nicht klar sprechen, wenn du nach Luft schnappst. Das ist kein System der Sensibilität. Das ist ein System der Selbstzensur. Und es funktioniert einwandfrei. Wer hat dir das beigebracht? Schau zurück. Erinnere dich. Dir wurde wahrscheinlich gesagt, schrei nicht, du bist ein gutes Mädchen. Sei nicht wütend, sei ein guter Junge. Streite nicht, das steht dir nicht. Ein Mann gab dir eine Wahl. Entweder du drückst deine Wut, deinen Schmerz, deinen Willen aus und du bist böse, du wirst abgelehnt. Oder du bist gut, leise, bequem und weinst in dein Kissen, wenn niemand hinsieht. Du hast Letzteres gewählt. Du hast die Tränen zur Währung gemacht, mit der du für dein gutes Verhalten bezahlst. Es war ein Deal aus der Kindheit. Du hast der Welt gesagt, nimm meine Stimme, meinen Zorn, meine Forderungen und im Gegenzug werde ich leise weinen und niemand wird verletzt. Und die Welt willigte ein. Aber hier kommt die schockierende Wendung, die du übersehen hast. Deine Psyche ist nicht dumm. Sie hat einen Nebeneffekt bemerkt. Tränen bringen Erleichterung. Sofort. Chemisch. Sie enthalten Endorphine, sie lösen Anspannung. Und dein Gehirn, dieser große Opportunist, begann dies auszunutzen. Wenn du jetzt vor einem schwierigen Gespräch, einer harten Entscheidung, einer Konflikt stehst, in dem du Festigkeit zeigen müsstest, sucht dein Gehirn in Panik nach einem einfachen Weg zu Endorphinen. Und es drückt den großen roten Tränenknopf. Du weinst nicht, weil die Situation es rechtfertigt. Du weinst, weil dein Gehirn nach einem Rauschmittel sucht, um dem Unbehagen der echten Handlung zu entgehen. Du bist ein emotionaler Süchtiger geworden. Dein eigenes Gehirn hat dich an das zugänglichste und sozial akzeptabelste Opiat gehängt. Tränen. Du benutzt sie, um der Notwendigkeit zu entfliehen, stark zu sein. Wenn das, was du hörst, dich in zwei Hälften reißt, weil ein Teil schreit, das ist die Wahrheit, und der andere Teil Todesangst hat, dann drück jetzt den Like-Button. Für mich ist das ein Signal, dass wir einen lebenden Nerv getroffen haben. Für den Algorithmus ist es ein Zeichen, dass hier etwas Reales passiert, nicht nur eine weitere besänftigende Lüge. Tu es. Markiere diesen Moment, in dem du den Mechanismus gesehen hast. Und jetzt nähern wir uns dem gefährlichsten Teil. Der letzte Akt dieses Deals. Du bist gewohnt. Tränen, Erleichterung. Erleichterung, Sicherheit. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Sicherheit ein Käfig ist? Jedes Mal, wenn du Tränen anstelle von Handeln wählst, vergräbst du einen winzigen Teil deines Willens. Du bestätigst dir selbst, ich kann das nicht handhaben. Mein einziger Ausweg ist, zu leiden. Und über die Jahre hat sich dieser Pfad zu einer neuralen Datenautobahn ausgewaschen. Jede Schwierigkeit, jeder Hauch von Konflikt führt dich dieselbe Route hinunter. Schmerz, Hilflosigkeit,
Tränen, vorübergehende Erleichterung, Scham. Du baust deine Identität darum herum. Ich bin ein sensibler Mensch. Ich bin diejenige, die weint. Das ist keine Persönlichkeit. Das ist eine Gefängskleidung. Ich werde dir nicht sagen, weine nicht. Das ist dumm. Ich werde dir sagen, wie du den Deal brichst. Du musst eine einfache, unmögliche Sache tun. Das nächste Mal, wenn du diesen Krampf, diesen Kloß, diese aufsteigende Welle der Hitze spürst, erstarre und stelle deinem Körper eine wilde, unanständige Frage. Frage, was möchte meine Hand in diesem Moment tun? Nicht, was fühle ich, sondern, was möchte meine Hand tun? Sich zur Faust ballen, auf den Tisch schlagen, die Person umarmen? Und was möchte meine Stimme tun? Schreien? Flüstern? Ein einziges klares Wort sagen? Nein, deine Tränen sind ein Ersatz für Handlung. Finde die Handlung, die sie ersetzen, und mache einen Schritt in diese Richtung. Schrei nicht. Spüre einfach, wie sich deine Kehle für einen Schrei zusammenzieht. Schlage nicht. Spüre einfach, wie sich die Energie in deiner Faust für einen Schlag sammelt. In diesem Moment nimmst du deiner Psyche die billige Droge weg und forderst dein Recht auf eine echte, wenn auch erschreckende Antwort zurück. Du beginnst, die Flüssigkeit eines Opfers in die Stärke eines Teilnehmenden zu verwandeln. Dieser Weg ist nicht für jeden. Er erfordert, dem ins Auge zu sehen, was du jahrelang in Tränen ertränkt hast. Wenn du ihn gehen willst, wenn du bereit bist, dass sich deine Sensibilität als verborgene Stärke herausstellt, dann abonniere. Jedes Abonnement ist für mich ein Zeichen, dass du Wahrheit über Komfort wählst, selbst wenn sie bis auf die Knochen schneidet. Ich werde dir die Werkzeuge geben, um diesen Mechanismus Stück für Stück auseinanderzunehmen. Du entscheidest. Und noch eine letzte Sache. Eine Frage für die Kommentare. Keine philosophische, eine praktische. Erinnere dich an das letzte Mal, als du ohne Grund geweint hast. Und antworte mit einem Wort. Was hast du in dieser Situation nicht getan? Den Anruf nicht getätigt? Die Beschwerde nicht geäußert? Nicht gegangen? Nicht zurückgeschlagen? Nur ein Wort, eine Tat. Schreibe es und sieh, wie viele andere wie du ihr nicht bereits geschrieben haben. Dies ist der erste Schritt aus dem stillen Gefängnis deiner Tränen. Mach ihn.